Das Liniengleichnis ist das zweite der drei berühmten Gleichnisse der Politeia und veranschaulicht ebenso wie das Sonnengleichnis und das Höhlengleichnis Platons Ideenlehre. Vorgetragen wird es im Anschluss an das Sonnengleichnis am Ende des 6. Buchs der Politeia von Platons Lehrer Sokrates. Im Sonnengleichnis hatte Platon die Rolle des Guten für Sein und Erkenntnis veranschaulicht. Im Liniengleichnis erklärt er nun, dass es verschiedene Bereiche von Sein und Erkenntnis gibt. Sokrates befragt seinen Gesprächspartner Glaukon zu seinem Wissen über den Unterschied von Sichtbarem und Denkbarem und erläutert daraufhin die Struktur von Wirklichkeit und Erkenntnis durch das Ziehen einer senkrechten Linie. Mithilfe dieser ungleich geteilten Linie verdeutlicht Platon die ontologische und erkenntnistheoretische Gliederung der Wirklichkeit. Es geht in dem Gleichnis um den Unterschied zwischen Sichtbarem und Denkbarem, zwischen Erfahrung und Erkenntnis und zwischen Meinen und Wissen. Die gesamte erkennbare Wirklichkeit wird mit einer senkrechten Linie verglichen. Die Linie ist in 4 ungleiche Abschnitte geteilt. Jeder Abschnitt entspricht einer von 4 Erkenntnisweisen und jeder Erkenntnisweise sind bestimmte Erkenntnisgegenstände zugeordnet. Die 4 Bereiche der Wirklichkeit unterscheiden sich in ihrem Inhalt, ihrem Erkenntnisweg und ihrem Umfang. Die Erkenntnisweisen und die Erkenntnisgegenstände sind hierarchisch geordnet. Die Erkenntnisweisen nach ihrer Zuverlässigkeit, die Erkenntnisgegenstände nach ihrem Grad an Sein. Der Grad an Sein der Erkenntnisgegenstände entspricht dabei dem Maß an Zuverlässigkeit der jeweils zugehörigen Erkenntnisweise. Den beiden Hauptabschnitten der Linie AC und CB entsprechen die Bereiche des Sichtbaren bzw. sinnlich Wahrnehmbaren und des Denkbaren bzw. rein Geistigen. Der größere Abschnitt repräsentiert das Sichtbare bzw. die Sinnenwelt, der kleinere das Denkbare bzw. die geistige Welt. Ausgangspunkt ist also die bereits im Sonnengleichnis veranschaulichte Teilung der Wirklichkeit in den sichtbaren, der Sinneswahrnehmung zugänglichen und den geistigen, nur der Vernunft, der geistigen Erkenntnis zugänglichen Bereich. Die beiden Abschnitte werden daraufhin noch einmal in demselben asymmetrischen Verhältnis unterteilt, sodass eine 4gliedrige Aufteilung von Seins- und Erkenntnisbereichen entsteht. Ganz unten im sichtbaren, der Sinneswahrnehmung zugänglichen Bereich befinden sich die Abbilder, Spiegelungen, Schatten von empirischen Gegenständen, Dinge oder Lebewesen, darüber die empirischen Gegenstände selbst. Die darauf bezogenen Erkenntnisformen sind Vermuten, Mutmaßen und für Wahrhalten, Glauben. Diese Erkenntnisformen können nur eine Meinung, jedoch kein Wissen hervorbringen. Darüber kommt der geistige, nur der Vernunft, geistigen Erkenntnis zugängliche Bereich. Dieser Bereich ist untergliedert in mathematische Gegenstände und Urbilder bzw. Ideen. Ihnen entsprechen die Erkenntnisformen des begrifflichen Denkens, Erkennens und der Einsicht. Diese Erkenntnisformen führen zu einem gesicherten Wissen. Die Zwischenstellung der Mathematik erklärt sich dadurch, dass sie zwar mit idealen Konstruktionen arbeitet, diesen aber noch eine empirische Anschauung zugrunde legt. Werfen wir einmal einen genaueren Blick auf die beiden Hauptabschnitte der Linie. Der erste Hauptabschnitt, AC, repräsentiert die Welt der sinnlich wahrnehmbaren Dinge. In der Sinnenwelt ist alles unvollkommen und veränderlich. In beiden Unterabschnitten befinden sich unterschiedliche Arten von sinnlich wahrnehmbaren Gegenständen. Im ersten Unterabschnitt AD sind die undeutlichen Abbilder, welche die Natur selbst erzeugt, also Schatten und Spiegelbilder auf Wasseroberflächen oder auf glatten und glänzenden Flächen. Im zweiten Unterabschnitt DC sind die realen Dinge, deren Abbilder wir im ersten Unterabschnitt wahrnehmen, also wirkliche Tiere, Pflanzen und Gegenstände, die wir direkt sehen. Die Sinneseindrücke sind in diesem Bereich viel klarer und eindeutiger als bei der Betrachtung der Schatten- und Spiegelbilder. Der erste Hauptabschnitt entspricht dem Meinen. Es handelt sich um möglicherweise richtige, aber nicht ausreichend begründete Auffassungen. Das Meinen existiert in 2 Formen. Das Vermuten, Mutmaßen entspricht dem Unterabschnitt AD, das Fürwahrhalten, Glauben dem Unterabschnitt DC. Die Eikasia als unterste Erkenntnisweise richtet sich auf die Schatten- und Spiegelbilder. Die Wahrnehmung dieser Objekte ermöglicht nur Vermutungen, denn die Gegenstände, die einen Schatten werfen bzw. sich spiegeln, befinden sich außerhalb des Blickfelds und können nicht direkt wahrgenommen werden.
Die Pistis als für Wahrheiten oder Glauben ist das Vertrauen in die Sinnenwelt und in die Richtigkeit der von den Sinnesorganen gelieferten Informationen. Grundlage der Pistis ist die unmittelbare Sinneswahrnehmung realer, dreidimensionaler Objekte. Ihr Wert ist daher höher als derjenige der Eikasia, da sie Kenntnisse mit größerem Wahrheitsgehalt ermöglicht. Der zweite Hauptabschnitt CB stellt die geistige Welt dar. Auch dieser Abschnitt wird wiederum in zwei Unterabschnitte CE und EB aufgeteilt. In der geistigen Welt sind alle Erkenntnisobjekte vollkommen und unveränderlich. Im unteren Abschnitt CE befinden sich evidente Grundannahmen oder Gegenstände der Mathematik, für welche der Verstand zuständig ist. Im oberen Abschnitt EB sind die platonischen Ideen, für welche die Vernunft zuständig ist. Das begriffliche Denken entspricht dem ersten Unterabschnitt CE. Diese Erkenntnisweise ist auf evidente Grundannahmen und Gegenstände der Mathematik gerichtet. Zu diesen Grundannahmen oder mathematischen Gegenständen gehören beispielsweise das Ungerade und Gerade, ideale geometrische Figuren, die dreierlei Arten der Winkel und so weiter. Mathematiker hinterfragen diese Begriffe nicht weiter, sondern setzen sie bei ihren jeweiligen Beweisverfahren voraus, als wäre man sich vollständig darüber im Klaren. Sie können jedoch nicht erklären, was die damit bezeichneten Dinge in Wirklichkeit sind. Es handelt sich um bloße Annahmen, aus denen weitere Folgerungen geschlossen werden, nicht um sicheres Wissen. Außerdem benutzen die Mathematiker sichtbare Abbildungen der mathematischen Gegenstände, indem sie zeichnen oder sichtbare geometrische Objekte betrachten. Mathematische Gegenstände können jedoch laut Platon nicht sinnlich wahrgenommen werden. Eine gezeichnete, sichtbare Diagonale ist nur ein Abbild der idealen Diagonale, um die es den Mathematikern eigentlich geht. Mathematische Gegenstände gehören zwar zur geistigen Welt und sind daher grundsätzlich dem Wissen zugänglich, Mathematiker besitzen aber kein wirkliches Wissen über sie. Mit dieser Feststellung zeigt Platon aus philosophischer Sicht die Grenzen dessen auf, was Mathematik im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Erkenntnis der Wirklichkeit leisten kann. Mathematische Begriffe sind nicht mit den Ideen identisch, sondern nur deren Abbilder. Sie können laut Platon aber Ausgangspunkt sein für den Aufstieg zu Prinzipien und zum Bereich der Ideen. Die Dianoia der Mathematiker steht zwischen der Vernunfteinsicht und der bloßen Meinung. Erst wenn die durch Dianoia erreichte Einsicht durch Beweise begründet wird, führt sie zur Verstandesgewissheit. Die Verstandesgewissheit wiederum ist Voraussetzung dafür, dass man zum Bereich der Ideen aufsteigt. Dieser Aufstieg gelingt nur den Philosophen, und zwar mit Hilfe der Dialektik. Dazu ist die Vernunfteinsicht, zu griechisch Noesis, nötig. Die Noesis ist die höchste Erkenntnisweise und entspricht dem obersten Linienabschnitt EB. Diese Erkenntnisweise findet ausschließlich innerhalb des rein geistigen Bereichs statt und ist auf die platonischen Ideen gerichtet. Sie erreicht den voraussetzungslosen wirklichen Anfang und somit das Fundament von Wissen, die Idee des Guten. Hierzu dient die Dialektik. Dialektik ist laut Platon die einzige Untersuchungsmethode der Philosophie, welche die Kriterien der Wissenschaftlichkeit erfüllt. Sie geht zunächst wie die Dianoia von Voraussetzungen aus, stellt diese aber in Frage und gelangt dadurch bis zum Anfang von allem. Sie dient der begrifflichen Klärung und der Wesensbestimmung und ermöglicht sicheres Wissen. Dies gelingt ohne Rückgriff auf sinnlich Wahrnehmbares, nur gestützt auf Ideen. Die Dialektik kann das Wesen aller Dinge erklären und alles auf die Idee des Guten zurückführen. Ihre Aufgabe besteht darin, in einem Gegenstandsbereich von Erscheinungen die Einheit zu suchen, welche die Vielheit der Erscheinungen verbindet. Sie soll also die objektiven Begriffsgehalte, die Ideen in ihrem Wesen und Gesamtzusammenhang erfassen. Dabei benutzt sie zwei sich ergänzende Verfahrensweisen, die vom Einzelnen aufsteigende Zusammenführung und das vom Allgemeinen zum Einzelnen absteigende Trennen. Dadurch erkennt sie das wahre Wesen der Dinge und kann sich und anderen Rechenschaft darüber abgeben. Die Noesis gelangt durch die Dialektik zum Voraussetzungslosen, das keiner weiteren Begründung mehr bedarf. Auf dieser höchsten Ebene werden die anfänglichen Voraussetzungen überflüssig. Das Voraussetzungslose ist in der Folge Ausgangspunkt für die nun sichere Erkenntnis aller ihm untergeordneten Wissensbereiche. Es ist Voraussetzung für alles andere und von ihm lässt sich alles andere ableiten. Nach dem Aufstieg zur höchsten Ebene des Erkennbaren kommt also ein Abstieg.
Dieses voraussetzungslose, das höchste Prinzip alles Seins und aller Erkenntnis wurde im Sonnengleichnis mit der Idee des Guten gleichgesetzt. Das Liniengleichnis dient also der Erläuterung des Sonnengleichnisses. Es zeigt, dass wirkliches, begründetes Wissen nur durch die Idee des Guten und nur von Ideen und mathematischen Gegenständen möglich ist. Mit dem Höhlengleichnis vertieft Platon diesen Gedankengang im 7. Buch der Politeia noch weiter. Um dieses wohl berühmteste Gleichnis der Philosophiegeschichte geht es im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet-Lernset Platons Liniengleichnis kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!